Oh hey, ihr habt den Titel gelesen, ihr habt das Thumbnail gesehen, ihr wisst genau, was es heute geht. Heute reden wir mal über den Peak von Classic Who, aka den Peak in puncto Ratings, Popularität, Beliebtheit und so weiter und so weiter. Heute widmen wir uns den dritten und vierten Doktor, die extrem populär sind und extrem beliebt sind. Nachdem wir schon etwa zwei meiner absoluten Lieblingsdoktoren im vorherigen Video besprochen haben, Link dazu in der Infocard bzw. in der Videobeschreibung oder wo auch immer ihr einen Link finden könnt, wird es auch mal Zeit, über die 70er Jahre zu schauen und zwei gigantische Doctor 10 Years zu schauen. Eine geht sogar in die 80er Jahre rein. Von daher reden wir auch ein wenig über die 80er von Doctor Who, aber nur der Anfang. Anyway, wie auch beim vorherigen Video, hier kann es etwas zu spoilern zu jeglicher Doctor Who Story kommen. Und natürlich, hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, schreibt ihr auch gerne in die Kommentare. Alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir los mit diesem Video. Und beginnen tun wir doch mal mit mehr oder weniger den Kontext und den Anfang der dritten Doctor-Ära. Nachdem The War Games mehr oder weniger einen gigantischen Part der Historie des Doktors revealed hat, dass etwa ein Time Lord ist und dass seine Leute, die Time Lords, nicht wirklich fröhlich sind, dass er mehr oder weniger einen Chip geklaut hat und dann etwa interviewt hat, wurde etwa ein Extra auf ihn aufbesprochen und auch eine Forced Regeneration aufbesprochen, die uns etwas zum dritten Doktor aka Jon Pertwee aka The Goat führt. Jon Pertwee war eine sehr interessante Choice als der Doktor. Auch er, ähnlich wie bei Troughton, hat etwa große Schuhe zu füllen. Vielleicht nicht die ganz großen Schuhe wie bei Troughton, aber auch er hat etwa eine große Herausforderung. Er musste die Audience überzeugen, dass er immer noch derselbe Charakter ist, aber musste etwa was Neues etwa reinbringen, da die Ratings in der Troughton-Ära ein wenig untergingen. Und meine Güte, hat er das wirklich gut geschafft. Ähnlich wie bei William Hartnell wurde Jon Pertwee mehr oder weniger für eine bestimmte Rolle gecastet. Die Comedic-Rolle der Comic Relief. Und das sowohl vor seiner Zeit als Doctor Who und auch nach seiner Zeit als Doctor Who wurde unter anderem für eine Comedic-Rolle bekannt wie Rosa Gomez und so weiter und so weiter. Und ähnlich wie bei Hartnell hat seine Rolle als der Doktor das ein wenig subvertet. Denn anders als viele seiner anderen Rollen hat er das deutlich ernster und deutlich mehr earned gespielt. Vor allem die erste Season, aka Season 7 mit ihm, war sehr, sehr ernst in puncto Charakteristik. Im Laufe der Zeit und vor allem mit der Unit Family, die im Laufe von Season 8 bis Season 10 gebildet wird, hat er immer und immer wieder mal Comedic-Momente gehabt und wurde auch deutlich schafter gegenüber seinen Kollegen und Freunden. Aber vor allem in der ersten Season gab es so eine ernste Aura Natur an diesen Doktor. Und dabei vergisst er nie, das Hart und die Compassion zu haben. An vielen Stellen ist er meistens deutlich mehr compassionhafter als zum Beispiel der zweite Doktor, aber er erinnert dennoch an ein paar Momenten wirklich an die vorherigen zwei Doktoren, ohne etwa zu vergessen, seinen eigenen Flair reinzubringen. Viele Leute sehen Jon Pertwee als den James Bond der Doktors und ich kann definitiv sehen, woher dieses Argument kommt. Er kämpft, er trägt sehr viele Klamotten und sehr viel Velvet. Er ist definitiv modischer als seine anderen Vorgänger und auch viele seiner Nachfolger. Er ist definitiv mehr ein flamboyant Type of Character statt ein Chaplin-esque Character wie Troughton's Doktor, aber ich würde behaupten, Jon Pertwee ist einer der wichtigsten Doktoren, ähnlich wie bei Troughton und ähnlich wie bei Hartnell. Während Hartnell mehr oder weniger uns diese Figur vorgestellt hat und diesen Arc hatte und Troughton mehr oder weniger das perfektioniert hat und viele ikonische Traits hereingeführt hat, war Pertwee mehr oder weniger der erste heroische Doktor. Nicht im klassischen Sinne, denn auch die vorherigen zwei Doktoren hatten sehr viele heroische Momente. Nein, aber im Sinne, dass man ein wenig mehr in die Action-Hero-Richtung gegangen ist, den Doktor mehr als Held dargestellt hat. Was bei den vorherigen zwei Doktoren natürlich auch der Fall war, aber ein wenig unklar war, da diese deutlich mehr in die Grauzone gingen. Und oh boy, Jon Pertwee als der Doktor ist eine Performance. Meiner Meinung nach ist ähnlich wie bei Hartnell, vielleicht nicht so krass wie bei Hartnell, Jon Pertwee auch bestimmte Traits reduziert als der Doktor. Und dabei gibt er etwa sehr viel in seiner Performance aus. Ich werde jetzt nicht sagen, dass er etwa einer der meisterhaftesten Performances als der Doktor hat. Er hat eine sehr, sehr gute Performance und liefert auch immer gut ab. Selbst bei Stories, die ein wenig schwach sind, ist er immer ein großes Highlight, was man über manche bestimmte Doktoren und einen ganz bestimmten, zu denen wir später kommen, nicht sagen kann. Aber dennoch, in manchen Momenten überrascht mich selbst Jon Pertwee als der Doktor. Wenn er zum Beispiel realisiert, was der Brigadier an den Silurians angetan hat. Es ist wundervoll. Statt etwa das etwa zu lang zu strecken, spielt er das etwa wirklich, als wäre er enttäuscht von seinen alten
alten Freund. Und ich würde auch behaupten, dass in den späteren Stories ein Misstrauen teilweise deswegen existiert, was ich sehr interessant finde. Jon Pertwee und der Brigadier sind ein Dream-Team, aber man darf nicht vergessen, dass Jon Pertwees Doktor definitiv mehr butt-headed ist mit seinem Kumpel, als zum Beispiel sein Vorgänger, der definitiv eine mehr softere und freundlichere Beziehung mit den Prick aufgeführt hat. Und das ist etwa ein sehr interessanter Kontrast. Viele Leute behaupten, dass der dritte Doktor jemand ist, der sehr inkonstant ist mit seinen Stance und wo er moralisch steht. Und klar, technisch gesehen stimmt das, aber zugegeben, das ist auch der Charakter des Doktors. Und das gab es sowohl vorher als auch nachher und so weiter und so weiter. Es kommt natürlich auch immer auf den Writer an, aber Jon Pertwees Doktor ist jemand, der sich definitiv deutlich mehr für den Kleineren einsetzt, statt etwa für das große Ganze. Und das ist so ein interessanter Shift. Ich würde behaupten, dass Jon Pertwees dritter Doktor ein sehr, sehr wichtiger Keypoint ist für die Entwicklung des Doktors. Klar, wie schon bei meinem Hartner-Video erwähnt, war zum Beispiel der Hartner-Arc vermutlich nicht geplant und einfach nur eine sehr, sehr gute Sache, die gelined-upt hat. Aber Jon Pertwees Doktor ist der Punkt, wo der Doktor seine Liebe entwickelt für die Erde. Wo der Doktor realisiert, wie sehr er etwa diesen Planeten liebt und deutlich mehr so ein Softspot für diesen Planeten im Besonderen entwickelt. Ich meine, er ist im Exile für 3 Seasons auf diesem Planeten. Und auch wenn er in Season 10 und auch besonders in Season 11 mehr oder weniger die Möglichkeit hat, überall wieder zu gehen und mehr oder weniger seine Freiheit wieder bekommt, entscheidet er sich dennoch für eine Zeit, zumindest in dieser Inkarnation, auf der Erde mit Unit zu bleiben, der doch etwa eine Connection hier aufgebaut hat. Generell, die Ideen sind wirklich interessant in der Pertwee-Ära. Ein Writer der Pertwee-Ära, Malcolm Hulk, hat mal infamously gesagt, dass man mit diesem Format mehr oder weniger nur 2 Sorten an Stories machen kann. Alien Invasion und Mad Scientist. Und was für eine Story hat er als erstes in der dritten Doctor-Ära geschrieben? Natürlich Doctor Who and the Silurians, eine Story, die uns etwa eine Reptilienart, also eine Humanoid-Reptilienart zeigt, die vor uns mehr oder weniger die Herren der Erde waren. Und da hat man schon etwa einer der großen Tropes mehr oder weniger subverted. Generell gibt es sehr viele Subversion in der Pertwee-Ära. Auch wenn er natürlich exiled ist, kriegen wir immer und immer wieder mal Besuche vom dritten Doktor in der Galaxie. Selbst schon in der dritten Story Ambassadors of Death ist er im Weltraum zu sehen. Oder auch in Stories wie Colony in Space und so weiter und so weiter. Zwar hat man sich etwa begrenzt dadurch, dass die Möglichkeit, überall zu reisen, mehr oder weniger nicht mehr möglich war für eine lange Zeit. Aber dennoch hat man es wirklich geschafft, sehr unterhaltsame, sehr interessante Stories zu machen, die zwar oftmals auf dieselbe Tropes hineinfallen, aber dennoch so anders, so unterhaltsam sind, dass man das irgendwie nicht etwa enttäuschend findet. Generell, die Pertwee-Ära ist einer der konsistentesten Äras von Doctor Who überhaupt. Ich kann nur über wenige Stories denken, wo ich wirklich sage, ja, diese Story hat mich gelangweilt oder diese Story mochte ich wirklich gar nicht. Die schlechteste Pertwee-Story ist immer noch sehr solide, vielleicht ein wenig öde und generisch, aber nie so schlecht wie manch andere Stories, die zum Beispiel Froughton hatte oder die später Tom Baker hatte, mal als Beispiel. Die Pertwee-Ära ist getragen von fantastischen Leads und einer der fantastischsten Leads ist halt einfach Jon Pertwee, der so viel Charme in die Rolle reinbringt. Es sind vor allem die ruhigen Momente, die stillen Momente, wo er einfach nur scheint. Wenn er etwa einen Typen in Planet of the Daleks sagt, was eigentlich Carrot ist einfach nur wundervoll. Die Szene, wo etwa so Grant Goodbye sagt in The Queen Death, wundervoll gespielt, wundervoll gefilmt und so ruhig, dass es auch einfach nur einschmerzt. Und generell die Connection, die er mit seinen Companions aufbaut, sind ein paar der besten, definitiv. Ich meine, Liz Shaw, Caroline John, wundervoll. Auch ihre Tochter Daisy Ashford, die sie später in Big Finish gebrochen hat, macht einen wirklich wundervollen Job als der Charakter. Und generell ein sehr kompetenter Assistant Character, der leider viel zu früh von uns gegangen ist in der Show. Selbst kann man nicht etwa über Katie Mannings Zoe Grant sagen, aber meine Güte, wie kann man Katie Manning nicht mögen oder lieben? Sie ist wundervoll und gibt eine wundervolle, charmante Performance ab als Zoe Grant, der ein wenig dorky sein kann, aber dennoch das Herz am richtigen Fleck hat, was einfach nur wundervoll sich anzusehen ist. Und ihr Report und ihr Bounding mit Jon Pertwee als den dritten Doktor ist eine wundervolle Reise mitzuverfolgen. Selbst kann man auch über den großen Antagonisten der Pertwee-Ära sagen, Rosa Delgado als der Master ist einer der besten Masters überhaupt. Er war der erste Master und hat einen President gestellt für viele der anderen Masters und anders als viele seiner anderen Nachfolger hat er das deutlich mehr earned gespielt
Sein Report mit John Pertwee oder auch mit Manning oder auch mit Courtney, wundervoll. Und auch Elizabeth Sladen, Sarah Jane Smith, einer der besten, goatesten, haftesten Companions, wird in dieser Ära eingeführt und hat auch eine sehr interessante und nette Beziehung mit dem dritten Doktor. Generell, John Pertwees Ära ist eine wundervolle. Wie schon erwähnt, ich finde, er verdient deutlich mehr Credit, wenn es um manche bestimmte Aspekte oder auch Ansichten oder auch Portraying des Doktors geht. Sein Doktor war der allererste, der mehr oder weniger der Titel des Protector of Earth geearnt hat. Sein Doktor war mehr oder weniger der Doktor, der diese Beziehung mit Earth aufgebaut hat. Sein Doktor ist ein Crowning Point, der definitiv ein wenig overshadowed wird von zwei gigantisch grandiosen Doktoren, keine Frage, aber ein Doktor, der definitiv sehr, sehr wichtig in die Historie ist von Doctor Who und auch wie viele der anderen Schauspieler das später spielen würden. Und dabei, nachdem John Pertwee entschieden hat, dass nach 5 Seasons sein Ende naht, war es natürlich schwer, jemand Neuen für die Rolle zu finden. Viele waren so connected mit der Pertwee-Ära und vor allem mit John Pertwee als den Doktor. Und wie kann man das überhaupt übertreffen? Ich meine, niemand kann John Pertwee in der Beliebtheit und Popularität übertreffen, right? Kommen wir doch mal zu Tom Baker, der vermutlich beliebteste, bekannteste und einer der meist geehrtesten Doktors überhaupt. Ja, nachdem Pertwee so einen großen Fußstapfen an die Show gegeben hat, war das wirklich ein Miracle, dass Tom Baker nicht nur ihn etwa mit dem Rekord übertroffen hat, nein, er hat auch ihn etwa in der Beliebtheit übertroffen. Und das ist wirklich was Besonderes. Tom Baker hat 7 fucking Jahre in der Rolle verbracht und natürlich durch External Factors und auch in der Story hat sich sein Charakter immer und immer wieder geändert. Man denke mal zum Beispiel an seine erste Story Robot, die mehr oder weniger eine Pertwee-Story ist, aber ihn hereinsetzt, um etwa diese chaotische Natur von ihm zu zeigen. Während der dritte Doktor definitiv deutlich mehr in Ordnung ist und etwa Ordnung in Person sein kann, ist der vierte Doktor genau das Gegenteil. Er ist Chaos, aber Chaos mit einer Präsenz, die fast keiner übertreffen kann. Wenn er einen Raum betritt, dann halten alle die Klappe und hören ihm zu. Und das dennoch durch dieses komische Outfit, was definitiv ein kleiner Schritt ist, um den Doktor mehr das Alienhafte wieder zurückzugeben. Denn während Pertwee im Laufe seiner Ära deutlich weniger diese Alien-Faktoren in sich hatte und es immer noch Alien gespielt hat, aber deutlich mehr menschlicher und deutlich mehr verständlicher für die Menschen um ihn herum sind, ist das beim vierten Doktor nicht so der Fall. Besonders interessant ist es dabei zu sehen, wie sich die ersten Seasons von seinen späteren unterscheiden. Die Philip Hinchcliffe-Ära, benannt nach dem Produzenten Philip Hinchcliffe, sind die ersten 3 Seasons und die zeigen den vierten Doktor als einen Chaoten, aber mit einem Sinn für Ernsthaftigkeit. Hier reist er zum Beispiel mit Harry Sullivan, den er mehr oder weniger die ganze Zeit rumschikaniert und generell als Lesser Being ansieht gefühlt, und mit der wundervollen Sarah Jane Smith, die in der Pertwee-Ära zum Companion geworden ist, aber vor allem mit Tom Baker in der Dynamik blüht. Beide sind chaotische beste Freunde und es ist einfach nur wundervoll zu sehen, wie die Dynamik zwischen Sladen und Tom Baker ist. Wie erwähnt, dieser vierte Doktor, auch wenn er natürlich immer seine Comedic-Momente in sich hatte und einen wundervollen Try-Sinn für Sarkasmus hatte, war definitiv deutlich ernster und deutlich mehr darauf fokussiert, die Bösen zu besiegen, ohne etwa sich über die lustig zu machen. Klar gab es Stories, die sich das eher mehr als Ausnahme genommen haben. Zum Beispiel Revenge of the Cybermans ist sehr bekannt dafür, wie der vierte Doktor mehr oder weniger die Cybermans bloßstellt und dadurch ein wenig die Schurken an ihre große Präsenz und Gruselfaktoren verlieren. Aber in Stories wie Genesis of the Daleks, Pyramids of Mars und Seeds of Doom ist er straight to the point und möchte einfach nur das große Böse besiegen. Und das ist wundervoll sich anzusehen. Und dabei passt es so super zu Philip Hinchcliffes Approach, es eher mehr gothichaft zu haben, es eher mehr horrorhaftig zu haben, was natürlich dazu brachte, dass manche Zuschauer sich beschwert haben, und dadurch wurde Philip Hinchcliffe nach der Season 14 ersetzt mit Graham Williams, der zum nächsten Producer wurde zu der Show und eine definitiv kompliziertere Beziehung mit Tom Baker hatte. Hinchcliffe hat die wundervolle Leela in Season 14 eingeführt, gespielt von der wundervollen Louise Jameson, die definitiv ein deutlich mehr handgreifiger Companion war, von daher deutlich mehr die Action gemacht hat. Und ihre Beziehung mit Tom Baker ist eine sehr interessante, denn während Liz Slade mehr oder weniger der Part war, der schon an der Show geankert wurde und dadurch Tom Baker mehr oder weniger sich an ihr orientiert hatte, war das mit Louise Jameson anders. Und dadurch konnte Tom Baker am Set ein wenig cocky sein und ein wenig gemein zu ihr sein, was sich natürlich zum Glück im Laufe der Zeit mit Season 15 bei der Produktion geändert hat.
hat. Season 15 war ein großer Punkt der Änderung, denn während manche Storys sich immer noch an diesen Gothic-artigen Stile von Hinchcliffe inspirierten, gab es deutlich mehr Comedic Stories. So eine Story wie Sunmakers fokussiert sich deutlich mehr auf die One-Liners und die Art, wie der 4. Doktor damit umgeht. Es ist ein deutlich mehr Comedic Doktor, was kein schlechter Approach ist, aber ein sehr anderer und einer, der natürlich viele der Hinchcliffe-Fans nicht so erfreute. Mit einer Figur des K9s wurde auch dieser Comedic und leiterer Ton deutlich mehr sichtbarer. Vor allem mit vielen Stories von Season 16 oder auch besonders Season 17 hatte man diesen eher mehr Comedy-Approach wirklich in sich. Und wie gesagt, das ist kein schlechter Approach. Tom Baker spielt das mit einem so wundervollen Enthusiasmus, dass man wirklich nicht sauer sein kann, dass man diesen Approach genommen hat. Dadurch, dass Tom Baker so ein großer Main-Lead wurde und so groß mit den Ratings geworden ist, hat er natürlich mehr ein Mitspracherecht in der Show. Er selbst fand es auch gut, wie sich die Show entwickelt hat, konnte aber auch ein wenig sickernierig und cocky zum Producer Graham Williams sein. Durch sein Mitspracherecht gab es paar sehr gute Entscheidungen und paar eher mehr Entscheidungen. Zum Beispiel bekamen wir in Season 16 die wundervolle Romana vorgestellt, gespielt hier zum ersten Mal von Mary Tamm, die mit Tom Baker definitiv so einen besserwisseren Kontext in dieser Season führt. Und während sie in den ersten Stories wundervoll geschrieben worden ist und wundervoll gespielt worden ist, fällt sie ein wenig in die Dancer in Distress Rolle in den späteren Stories rein. Und das wollte Mary Tamm persönlich nicht und deswegen ist die aus dem Programm nach der Season entlassen worden und auf ihrer Seite kam die wundervolle, die meisterhafte Lala Ward, die Romana 2 wundervoll gespielt hat und mit Baker eine so verdammt gute Dynamik hatte, dass sich die beiden verliebt haben, aber das dann später zu paar Produktionsissues gefolgt hat. Season 17 ist der Peak von den Comedy Doctor Who, aka den 4. Doktor und seine Comedy. Die Antics sind cartoony as fuck und man könnte mal wirklich davon reden, dass es etwa ein over-the-top Live-Action-Cartoon geworden ist. Und das ist wie gesagt nichts Schlechtes, aber ein sehr anderer und sehr weit entfernter Approach. Die Ernsthaftigkeit des 4. Doktors war fast kaum noch zu sehen, dafür mehr die One-Liners, die Comedic-Momente, die wundervoll wie gesagt von Tom Baker gespielt wird. Doch auch Graham Williams hatte nach einer Weile keine Lust mehr und so kam Zayn T, der für die 80er die Show mehr oder weniger komplett übernahm. Und Zayn T, der war jemand, der definitiv eine sehr besondere Präsenz hatte. Er konnte auch ein wenig cocky sein, deshalb ist sein Ego und Tom Bakers Ego aneinander geclasht mehrfach. Season 18 ist hart Sci-Fi. Season 18 ist ein sehr neuer Approach, der sich fresh anfühlt und der definitiv für die Show gebraucht wurde. Aber es ist auch ein Approach, wo Tom Baker sich wirklich miserabel gefühlt hat. Nicht nur hatte er etwa sehr große Beziehungsprobleme mit Lala Ward, die wie gesagt die wundervolle Romana gespielt hat. Nein, er hatte auch zahlreiche Argumente mit Zayn T und wollte auch immer noch das Mitspracherecht haben, aber dadurch, dass er mehr oder weniger dies nicht bekam und generell ein wenig zu cocky durch seinen Status als Doctor Who wurde, hat er sich entschieden, dass dies seine letzte Season ist. Und meine Güte, wie schon angesprochen, wenn ein Doktor nicht wirklich sich etwa anfühlt, dass er etwas Spaß in der Rolle hat, kann man das sehr stark merken. Und Tom Baker in Season 18 ist ein Prime-Example. Versteht mich nicht falsch, er hat immer noch gute Performances abgeliefert in zahlreichen Stories. Sein Doktor hier war deutlich mehr Samban und fühlte sich sehr veraltet an. Ein Doktor, der mehr oder weniger auf dem Weg ist zur Rente. Und das kann man wirklich der sehr gelangweilten Performance von Tom Baker anhängen. Und ich bin jemand, der Season 18 wirklich viel abgewinnen kann, aber auch ich muss sagen, dass es ein wenig grelles ist, sich die gelangweilte Performance von Baker manchmal anzusehen. Ein Wunder also, dass so eine Story wie State of Decay so gut funktioniert, wenn sich alle drei Main Leads gegenseitig verachten. Und generell diese Season war von Production Issues geplagt. Eine sehr kontroverse Season im Doctor Who Fan Consent und ein vielleicht würdiges, vielleicht nicht würdiges Ende für den 4. Doktor, aber ein definitiv interessantes Experiment, wenn man das nett ausdrücken will. Tom Baker war ein Doktor mit vielen Persönlichkeiten. Ein Bohemian mit einem ernsten Kern, ein Comedian oder auch ein gelangweilter Doktor, der seinen Ruhestand, die Regeneration, kaum erwarten kann. Tom Baker ist Ikonis und das auch zu einem guten Grunde, denn sein Doktor, allein schon von seinem Outfit her, ist eins der besten überhaupt, aber auch ein Doktor, der geplagt ist von einer vielleicht viel zu langen Tenure und einem Ego, was ein wenig Tom Baker zu stark gestiegen ist und was im Laufe der letzten Jahre Tom Baker mehrfach negativ kommentiert hatte und gewünscht hätte, er hätte sich da verändert.
hat. Und ich bin wirklich froh zu sehen, dass er Remorse zeigt für sein sehr cockiges Ego und Verhalten, was er manchmal zur Show gebracht hat hier. Und ich bin wirklich froh, dass er nach einem sehr, sehr, sehr komplizierten Exit mittlerweile durch Big Finish und andere Faktoren wieder seine Liebe zur Rolle und seine Liebe zum Faktor, dass er der Doktor der definitive Artikel ist, gefunden hat. Tom Baker, eine Legende, zu Rest, aber auch nicht flawless. Aber bis dahin würde es mich doch interessieren, wie ihr zu den 70er Doktoren steht. Schreibt es doch alles gerne in die Kommentare. Und bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!